Hallo liebe Freunde im deutschsprachigen Raum. Jura aus weitem Sibirien begrüßt euch ganz herzlich. Heute haben wir in Irkutsk draußen etwa minus 20 Grad Celsius. Die warme Winterkleidung muss nicht fehlen dabei. Aber das Wichtigste ist, die Sonne lacht heute wieder und sie sorgt immer für gute Laune. Das wiederhole ich immer wieder in meinen Videos, weil das die Wahrheit ist. Heute ist der Montag. Montag bedeutet Eisenbahntag. Ich laufe jetzt zum Ufer des Flusses Angara durch die Kolchosnaya Straße. Ihr kennt bestimmt diese Straße schon. In einem früheren Video von mir habe ich sie schon mal gezeigt. Sie führt direkt zum Ufer, wo die transsibirische Eisenbahn verläuft. Diese Straße gefällt mir damit, weil es hier alt und neu nebeneinander existieren. Das heißt, auf der anderen Seite stehen Familienhäuser mitten in der Stadt und auf der anderen Seite stehen sowjetische Plattenbauten, bekannt als Chruschtschowka-Häuser. Heute ist der Eisenbahntag, weil der mongolische Zug jeden Montag aus Ulaanbaatar in Irkutsk ankommt und ich mag diesen Zug, weil er bunte Zugwagen hat. Und sie sehen interessant aus, viel schöner als graue Zugwagen der russischen Eisenbahn. Ja, ich finde es interessant, ja, und viel besser in so einem Familienhaus zu wohnen und dabei lebt man doch in der Stadt. Das Buch von Angela Merkel mit dem Namen Freiheit hat in Russland Schlagzeilen gemacht wegen dem Vorfall mit Putin und seinem Hund Conny. Davon habe ich schon in einem Video von mir erzählt. Man sagt, sie könnte mit ihrem Buch mindestens 2 Millionen Euro verdienen. Das ist ja ein guter Zuschlag für die Rente. Warum nicht? Das Buch muss in mehrere Sprachen übersetzt werden, so habe ich mitbekommen. Ja, wie mal gesagt, haben wir auf den Straßen Glatteis. Beim Gehen muss man aufpassen. Etwa vor einer Woche hatten wir Plustemperaturen. Der Schnee war geschmolzen und jetzt bei Minustemperaturen alles eingefroren. Besonders die älteren Menschen haben es schwer beim Gehen. Ein sehr nettes Häuschen wie in einem Dorf. Mir gefällt's. Merkel war lange Zeit im Amt als Bundeskanzlerin von Deutschland. Und sie hat viele Fehler gemacht, leider. Aber den größten Fehler oder einen gezielten Fehler war die Migrationskrise 2015. Ja, 2015 war das.
als viele Flüchtlinge aus Afrika nach Deutschland kamen. Das war die Grundlage für die weitere Zerstörung von Deutschland. Und die Folgen dieser Migrationspolitik kann man in Deutschland schon jetzt sehen. Damals, im Jahre 2015, gab es noch die Hoffnung, dass dieses Problem nur kurzfristig ist, aber jetzt nach 10 Jahren kann man mit Sicherheit sagen, das war und ist ein gezielter Plan für die weitere Zerstörung, für den weiteren Abbau von Deutschland. Ja, es gibt Leute, die anders denken, aber soweit ich das sehen kann, aus den Videos bei YouTube, sind viele Deutsche mit dem Ergebnis der Migrationspolitik von Merkel unzufrieden. Ja, das ist der Fluss Angara. Ich stehe jetzt am Ufer bei der Transsibirischen Eisenbahn und warte jetzt auf die Züge. Bleibt bitte dran. Jetzt stehe ich an meiner beliebten Stelle. Von hier aus habe ich früher die Züge gefilmt. Das war früher mein Hobby. Jetzt mache ich das sehr selten. Ja, ruhig ist hier. Der Fluss Angara friert im Winter nicht zu, wegen dem Wasserkraftwerk. Nur der Stausee beim Viertel Solnitschne, wo ich wohne, friert im Winter zu und darauf kann man im Winter Ski laufen. Ja, jetzt warte ich auf die Züge. Mit Abstand von 10 Minuten müssen 3 Personenzüge ankommen und einer von ihnen ist der mongolische. Bei der Migrationskrise 2015, als Merkel noch im Amt war, gab es noch die Hoffnung, dass diese Migrationswelle nur kurzfristig wäre. Dann hat sich die Lage beruhigt, aber das war nur der erste Schritt oder einer von vielen. Jetzt nach 10 Jahren kann man das Ergebnis dieser Migrationspolitik von Merkel gut sehen. Aber einige Menschen konnten schon damals verstehen, wohin die Reise geht und konnten mit der Vorbereitung auf die Auswanderung beginnen, egal wohin, nach Russland, Ungarn, Bulgarien, Spanien, in die Schweiz. Jeder kann selbst entscheiden, wo es ihm am besten geht, welches Land ihm am besten passt. Ich bin der Meinung, man braucht etwa 3 Jahre für die Vorbereitung. Erstes Jahr muss man das Land besuchen, um zu verstehen, ob es passt. Und dann muss man mit dem Kauf der Immobilien anfangen. Und die Sprache muss man auch lernen. Also etwa 3 Jahre braucht man für die Auswanderung. Aber es ist immer noch nicht zu spät, damit anzufangen. Es steht schon fest, wie die Reise, wohin die Reise weitergehen wird. Und viele wollen nach Russland ziehen, besonders unter meinen Zuschauern auf meinem YouTube-Kanal, weil mein Kanal dem Leben in Russland gewidmet ist. Es ist nie zu spät, mit der Auswanderung anzufangen. Ja, die Ersparnisse, das Geld muss da sein. Ohne Geld, ohne Ersparnisse ist jede Auswanderung fast unmöglich. Am besten oder am einfachsten geht es natürlich innerhalb von EU. Zum Beispiel Ungarn, Bulgarien, Spanien. Für die Auswanderung nach Russland muss man mehr Maßnahmen treffen, mehr Anstrengungen überwinden.
es gibt viele Hindernisse, besonders wenn man keine Kontakte vor Ort hat. Ja, soweit mit meinen Gedanken zum Thema Migration in Deutschland und die Auswanderung. Jetzt gehe ich zu meiner Stelle und warte weiter auf die Züge. Bleibt bitte dran. Wir haben jetzt kurze Tage. Es wird schneller dunkel und man muss am Tag so schnell wie möglich ein Video machen, solange die Sonne scheint. Ja, liebe Freunde, ich warte schon lange auf den mongolischen Zug, aber der kommt nicht. Vermutlich gibt es eine Verspätung, was eigentlich sehr selten passiert. Ich konnte nur ein paar Güterzüge filmen, aber die will ich auf diesem Kanal nicht hochladen. Und noch einen Nahverkehrzug. Und also, ich warte nicht mehr weiter, muss los. Ich wünsche euch alles Gute. Und wir sehen uns bald in neuen Videos auf dem Kanal wieder. Bis dann. Tschüss.